Wir sind Manu und Thiago mit Big Shrek, unserem Expeditionsmobil, auf großer Reise Richtung Süden. Seit Mai 2025 sind wir unterwegs, voller Träume, Neugier und einer Prise Chaos. In dieser Folge begegnen wir vielen Tieren und erleben einen unvergesslichen Moment, der zeigt, wie unfassbar unglaublich fremde Menschen manchmal sein können. Guten Morgen! Heute ist Fischen angesagt. Lachsfischen in Alaska, das können wir nicht auslassen. Thiago hat bis jetzt noch keinen Fisch gefangen. Doch einen. Aber ja, die wollen sich das unbedingt anschauen, wie das hier so läuft im Kenai River, der so bekannt dafür ist. Und jetzt gehen wir da mal schauen, weil jetzt ist der zweite Lachs-Run. Das heißt, da gibt es irgendwie über 100.000 Fische pro Tag. Also Lachse, die hochschwimmen. Und jetzt schauen wir uns das mal an und nehmen euch dabei mit und sind sehr gespannt, was rauskommt. Wie viele wir heute Abend gefangen haben. Das muss Thiago allerdings alleine essen, weil ich esse keinen Fisch. Es ist morgen früh, 7 Uhr. So früh sind wir schon lange nicht mehr aufgestanden. Und heute geht es zum Lachsfischen an den Kenai River nach Soldotna. Und da freuen wir uns riesig drauf. Und mein heutiges Ziel ist es, wenn es klappt, so 2, 3 Lachse zu fangen. Mal schauen, was sich daraus ergibt. Wir haben einen Ort gefunden, wo wir anschließend die Lachse räuchern lassen können, sodass wir die mitnehmen können. Ja, freue ich mich richtig drauf. Und Kenai River momentan ist Peak Time. Also das heißt, die messen so zwischen 200 und 250.000 Lachse, die da hochschwimmen, über so eine automatische Anlage. Und jetzt hoffen wir, dass ich da mal 4 stibitzen kann für mich. Also, Thiago war unstoppable. Wir gehen mal schauen, wo er ist und ob er schon Fisch gefangen hat. Hey, and up she rises, way, hey, and up she rises, way, hey, and up she rises early in the morning. Shave his belly with a rusty razor, shave his belly with a rusty razor, shave his belly with a rusty razor early in the morning. Way, hey, and up she rises, way, hey, and up she rises, way, hey, and up she rises early in the morning. Put him in a longboat till he's sober. Put him in a longboat till he's sober. Put him in a longboat till he's sober early in the morning. Way, hey, and up she rises, way, hey, and up she rises, way, hey, and up she rises early in the morning. With a hose pipe bottom, stick him in the scupper with a hose pipe bottom, stick him in the scupper with a hose pipe bottom early in the morning. Way, hey, and up she rises, way, hey, Hallo! Also, wir sind jetzt seit etwa 3 Stunden hier und da ist eine ganze Masse an Menschen, die am Fischen ist. Und Thiago war ein bisschen frustriert, weil rechts und links haben sie Lachse rausgezogen ohne Ende und bei ihm irgendwie nicht. Und es ist teils schon ein bisschen krass, weil also die Leute machen auch nur noch so einen Haken ran an ihre Angel und dann ziehen sie raus und zum Teil haken die sich an der Seite vom Lachs ein und an der Flosse und überall. Also mit Fischen hat das wahrscheinlich nicht mehr viel zu tun, aber trotzdem, es war mal interessant, das anzuschauen. Aber ihm ist es irgendwie ein bisschen verleidet. Und ich mache jetzt hier einen Spaziergang, weil ein bisschen weiter hinten ist hier wunderschöne Natur. Und vorne ist Rambazamba. Put him in the bed with the captain's daughter. Put him in the bed with the captain's daughter. Put him in the bed with the captain's daughter early in the morning. Way, hey, and up she rises, way, hey.
Ja, wir kommen zu unserem Fazit vom Fischen. Wir waren ja in Soldotna an dem speziellen Fisher Point. Das war richtig crazy. Hat uns auch noch einer gezeigt, wie da die Statistik aussieht. Da schwimmen, die werden ja gezählt, wir sind ja in den USA. Die haben da gezählt, wie viele Lachse da vorbeischwimmen, und das sind dann jeweils so zwischen, also es startet dann bei 20.000, 30.000 pro Tag, und zurzeit bewegen sich Lachse hoch täglich zwischen 200 und so 180 bis 200.000, Spitze 250.000. Und das hat man gemerkt. Es war cool, da mal zu sehen, die Lachse zu sehen, die sind ziemlich ordentlich, die haben alle so 60 bis teilweise 70 Zentimeter, und es war doch richtig cool, da mal zu fischen. Ich war dann aber nicht so motiviert, mir ging es nicht so gut. Ja, ich war ein bisschen lame und so und habe dann nur so 1,5, 2 Stunden gefischt. Unsere Schweizer Kollegen haben dann ein paar mehr rausgeholt, aber es war richtig cool. Was ich nicht so cool finde, ist halt, es ist halt so wirklich Haken rein und Fisch raus, und der Fisch isst ja nichts mehr, wenn er da hochschwimmt, und dann ist es eigentlich das Ziel, dem Fisch quasi den Haken durch den Mund zu ziehen. Und das hat dann so meinen Sportsgeist nicht so wirklich geweckt, und deswegen, aber es hat gepasst. Es war schön, das mal zu sehen, und ich habe mir dann gedacht, okay, let's go, wir fahren weiter. Und heute geht es dann Richtung Homer, und da werden wir eine kurze Nacht verbringen. Also ich hoffe nicht, dass die Nacht kurz wird. Hoffe ich auch nicht. Aber dass wir nicht so lange geplant, in Homer zu bleiben, weil, ja, wie bereits bekannt, meine Visazeit schon bald abläuft, weil heute ist der 25. respektive 24. Juli, und ich muss am 5. draußen sein, somit bleibt uns nicht mehr so viel Zeit. Na, wir bleiben aber trotzdem in guter Erinnerung bis jetzt in Alaska. Es gefällt uns sehr gut. Und ja. Vielleicht können wir euch noch ein paar Weißkopfadler zeigen, die gehen wir suchen. Die suchen wir jetzt. Wir beobachten gerade einen Weißkopfadler. Er posiert extra für Thiago hier hinten. Was für ein schönes Tier. Wenn der wegfliegen würde. Warten wir mal. Vielleicht fliegt er ja weg. Jetzt. Wir waren wieder mal tanken, und der Thiago hat wieder mal Lust gehabt, mit Leuten zu sprechen. Und was ist dabei rausgekommen? Also ich hatte keine Lust, mit Leuten zu sprechen, vor allem heute nicht. Ich bin heute nicht so aufgelegt, weil manchmal hängt es schon ein bisschen an. Unser Fahrzeug bekommt extrem viel Aufmerksamkeit, und wenn wir einfach nur kurz irgendwo tanken wollen, dann... Ist das zu viel für meine Frau? Nein, dann endet es meistens nicht einfach nur im Tanken, sondern dann sind wir noch eine halbe Stunde zusätzlich dort, weil einfach jeder vorbeikommt. Und das ist auch schön, aber manchmal vertrage ich das halt nicht immer gleich. Aber heute wurden wir eingeladen, weil Thiago, mein sozialer Schmetterling, hat natürlich sehr freundlich mit allen gesprochen, und da war ein sehr cooler Typ. Der hat uns eingeladen, ja, mit ihm einen Rundflug zu machen. Also wir fahren jetzt mal dorthin. Er hat uns eingeladen, er hat gesagt, kein Problem, ich habe heute sowieso nichts vor, ich habe Flugzeuge, kommt vorbei, ich mache mit euch einen Gletscherrundflug. We will see. Ja, wir zeigen euch das. Wir haben das sowieso geplant, aber irgendwie kam jetzt alles ein bisschen anders die letzten Tage. Ja. Und ja, wie das Schicksal manchmal so spielt, sind wir jetzt auf dem Weg dorthin. Und wir füttern euch natürlich mit den besten Aufnahmen vom Rundflug. Bis gleich. Ich glaube, wir haben es gefunden. Das ist die Piste. Also wir gehen mal davon aus jetzt, weil wir haben den Flughafen gesehen in der Nähe, aber
Der ist so irgendwie 2-3 Meilen auf diese Seite, auf die andere Seite und da vorne steht schon ein Flugzeug. Wie verrückt. Er hat uns gesagt, er macht den Flieger ready. Und wir dachten kurz, wir gehen an den Flughafen, aber nee. Nee. Here we are. Sowas ist in der Schweiz einfach undenkbar, dass man vom Garten aus seinen Flieger starten kann. Richtig crazy. Was für ein cooles Teil. Thiago, was ist das? Eine Piper Super Cup, hat er gesagt, aber ich habe es richtig gesehen. Oh. Hier stehen sie ja, die ganzen Biester. I'll close this in a minute. Ja. So, da fliegt sie los, die Manuela gleich. So crazy, ey. Wir nehmen heute natürlich exklusiv mit, ne? Und nur ganz kurz, das ist hier sein Haus. Unser Biggie, sein Haus, sein Hangar, noch ein weiteres Flugzeug. Und jetzt geht's gleich los. Da rollen sie schon mal los, ne? Da hinten ich sie. Nein, falscher Knopf. So, da rollt sie, meine Frau, mit dem Duck. Und ich wollte euch ja vorhin schon zeigen, wo die wohnen. Das ist ja mitten, das ist ja so die dritte Straße hier. Da vorne ist die, so da hinten ist die Hauptstraße. Das ist alles sein Land hier und da hat ja seinen kleinen eigenen Flugplatz. What a dream. Fliegen hat bei uns schon immer eine große Rolle gespielt. Thiago fliegt selbst und mich hat er zu einer Zeit kennengelernt, als ich für eine Schweizer Airline tätig war. In dieser Phase haben wir uns nicht nur ineinander, sondern auch ziemlich in die ganze Welt verliebt. Wir sind viel herumgereist, haben mehr Zeit in Flughäfen als im Wohnzimmer verbracht. Und genau das hat uns auch zusammengeschweißt. Darum fühlt sich Fliegen bis heute auch immer ein bisschen wie Heimkommen für uns an. Da kommen sie. Und schon geht's los. Habt ihr das gesehen? Ach,
Manchmal fragen wir uns wirklich, wie wir all diese tollen Begegnungen eigentlich verdient haben. Unterwegs fügen sich so viele schöne Momente zusammen, dass sie sich fast anfühlen, als hätte jemand da oben unsere Route besser geplant als wir selbst. Und genau diese kleinen Zufälle machen unsere Reise so unvergesslich. Da kommt sie wieder. So cool. Oh. Hinter dem Biggie wird gedreht. Und jetzt darf ich mal. Haha. So cool. There you go. No problem at all. Auction sites in Switzerland, they will put up like a huge container on. I've seen them. Yeah. I watched the videos of the Scanias. I'll talk about that there. Take your pin out, safety pin, your safety pin. Put it here. And on the other side as well is the safety. Nachdem auch wir Doug und seiner Frau unser Zuhause gezeigt hatten und wir uns gleich noch für den Winter in der Baja in Mexiko verabredet haben, wurden die beiden genau in diesem Moment Großeltern zum zweiten Mal. Herrlicher hätte das Timing nicht sein können. Die nächsten Tage verbringen wir am Hatcher Pass, ein Gebirgspass mitten im Herzen der Talkeetna Mountains. Hier oben schlängelt sich eine schmale Schotterstraße durch die Berge, vorbei an alten Goldminen und endlosen Weiten. Im Sommer leuchtet alles grün. Im Winter wird die Gegend zum Schneemekka für Skifahrer. Für uns fühlt es sich einfach nach Alaska pur an. Da mein US-Visa leider nicht mehr allzu lange gültig ist, haben wir nicht mehr viel Zeit in den USA. Deswegen, next stop, Valdez. Wer wen wo frisst, gibt's nächsten Sonntag um 16 Uhr exklusiv auf unserem Kanal. Ich habe das Klick noch nicht gehört. Welches Klick? Ja, das von unserem Abo.
So, jetzt habe ich es gehört. Vielen Dank fürs Abo.